Nach der Flutkatastrophe in Spanien schickt die Regierung 10.000 weitere Soldaten und Polizisten ins Unglücksgebiet in der östlichen Region Valencia. Laut dem spanischen Präsidenten Sánchez handelt es sich um die größte Entsendung von Sicherheitskräften in Friedenszeiten. Die Soldaten kümmern sich vor Ort um Aufräumarbeiten, aber auch um die Suche nach Überlebenden. Am Freitag konnte eine Frau wie durch ein Wunder gerettet werden. Sie steckte 3 Tage lang in einem Vorort von Valencia in ihrem Auto in einer unterirdischen Passage fest. Das teilte der Zivilschutz mit. Die Zahl der Todesopfer ist unterdessen auf 213 gestiegen. Die Behörden rechnen mit weiteren Todesopfern. Und mir zugeschaltet ist mir nun unser Spanien-Korrespondent Miguel Gutierrez Posada aus Madrid. Hallo Miguel. Die Zahl der Opfer, die steigt weiter. Unvorstellbar, wie viele Tote wahrscheinlich noch eingeklemmt in ihren Autos gefunden werden, in Tunneln und Parkhäusern. Wie groß ist da die Wut der Menschen auf die Politik? Ja, guten Morgen nach Berlin erstmal. Ja, die Wut ist immens. Also die Menschen verstehen nicht, was vor 4, 5 Tagen passiert ist, einfach mit der Vorwarnung vor dem Sturmwetter und vor den Regenfällen. Denn hätte man das gewusst, hätte man rechtzeitig viele Menschen evakuieren können, man hätte Barrikaden aufstellen können mit Sandsäcken und so weiter. Also man hätte sehr vieles verhindern können. Man hätte natürlich auch die Autobahn sperren können, speziell die A3 von Madrid nach Valencia. Das sah ja danach ein bisschen ein Katastrophenfilm aus. Hätte man die Autobahn gesperrt, wäre es zu diesen Massenkarbolagen gar nicht gekommen und uns. Also die Wut der Menschen auf die Politiker ist brutal, zumal sie sich selber gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, was da passiert ist, in der Koordination. Von daher wird das noch Tage, Wochen andauern, dieser ganze Ärger. Und die Politiker sagen letztendlich nichts dazu, weil sie genau wissen, die Bevölkerung hat mit diesen Vorwürfen recht. Und das wird diese Meldung jetzt auch nicht anders machen, sondern vielleicht noch verstärken. Der spanische Wetterdienst nämlich hat erneut die zweithöchste Wetterwarnstufe für die Regionen Murcia, Katalonien und Valencia ausgerufen. Was kommt denn da auf Spanien zu? Ja, und auch auf die Balearen, auf Menorca. Ne? Da leben ja auch, an den Balearen, da leben ja auch viele deutsche Landsleute. Ja, also die Menschen sind vorgefahren, viele sind geflüchtet. Die haben das Auto genommen und sind zu Verwandten, zu Freunden nach Madrid, nach Kantabrien, nach Aragon, in andere Regionen geflohen, weil sie einfach Angst haben. Ne? Sie trauen den Politikern auch nicht. Ne? Es kann ja auch Alarmstufe 1 sein, man weiß es nicht. Man hatte das letzte Mal, vor 4, 5 Tagen, hatte man das Unwetter auch unterschätzt, ne? In der Brutalität, in der Intensität. Deswegen haben viele Menschen Angst. Und wie sehr helfen sich denn jetzt die Betroffenen selbst und auch gegenseitig, wenn sie sich so alleingelassen fühlen und auch sind? Ja, es sind ja auch wieder freiwillige Helfer gekommen aus Madrid, aus Bilbao, aus Vigo und so weiter. Menschen, die einfach helfen wollen, abgesehen von Polizisten, von Feuerwehr, von Militärangehörigen und so weiter. Die Menschen sind solidarisch. Es gibt auch eine riesige Spendenwelle von verschiedenen Organisationen. Also das ist die größte Hilfswelle, die es jeweils in der spanischen Geschichte gegeben hat. Aber klar, die Menschen sind solidarisch und versuchen sich gegenseitig zu helfen. Aber klar, also die Anstrengungen sind brutal mit den ganzen Schlammmassen und so weiter. Das wird noch Tage, Wochen dauern, bis ein kleines bisschen Normalität wieder reingekommen ist. Also die Lage bleibt nach wie vor angespannt. Vielen Dank für deine Einschätzung, Miguel aus Madrid. Bitteschön.